Mosche zu Tag 65. Was geht ab? Und ich wollte heute die Welt erobern. Ja, nee, schon klar. Vorhin hat es mal für 10, 20 Minuten aufgehört zu regnen, habe ich mein Zelt schnell zusammengepackt. Bin schnell hier zum Supermarkt gerannt, habe mir nochmal die nötigsten Sachen gekauft, was ich so brauche. Aber weil auch mein Zelt jetzt sau schwer ist, weil es natürlich nass ist und der Tag heute total durchwachsen ist, ja. Also ich bin hier im Supermarkt einfach mal einen Aufzug jetzt gefahren, einfach nach oben und bin jetzt auf dem Parkhaus ganz oben. Ich glaube, ich werde heute nicht weit kommen. So, nachdem ich mich jetzt fett eingedeckt habe mit Essen und mit Trinken, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, mache ich mich jetzt doch weiter in der Hoffnung, dass das Wetter so weitgehend bleibt. Das Wetter kommt auf jeden Fall von da. Deswegen bin ich der Hoffnung. Jetzt bin ich weiter auf dem Weg. 30 Kilometer von hier gibt es ein kleines Dorf. Und dort sei ein Wanderwohnheim, auf jeden Fall ein Haus, wo man einfach umsonst schlafen darf. Da würde zwar darum gebeten werden, dass man doch mal irgendwann mal ein bisschen Geld überweisen kann, darf, soll, muss. Aber es hat mich auf jeden Fall ganz schön interessiert, weil das ist ein Haus, wo dann der Schlüssel unten hängt und man kann dann einfach reingehen. Ja, ich mache weiter in die Stadt, die jetzt 30 Kilometer entfernt ist von hier, in der Hoffnung, dass ich dieses wunderschöne Häuschen finde, in dem ich dann eine Nacht lang schlafen darf. Cool. Aber erstmal Kirschen fressen. Saugeil. Man muss Prioritäten setzen im Leben. Jupp. Weiter geht's. Da habe ich gerade nochmal auf die Karte geguckt, um herauszufinden, wo lang ich hier, also wohin ich eigentlich nochmal fahre. Das kleine Haus, von dem ich vorhin erzählt habe, ist in Mörsborg. Ich bin jetzt auf dem Weg von Westervik nach Mörsborg. Gesundheit. Und perfekt an der Autobahn entlang. Auf dem Astrid Lindgren Läden. Genau. Echt schöne Aussicht, schön nicht zu stark befahrene Straße, schön viel Gegenwind, einen schönen schweren Rucksack, schön viel kein Asphalt. Was will ich eigentlich mehr? Oh. Don't worry, be happy now. Und weil ich ja heute Morgen mein Zelt vollkommen nass einpacken musste, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, weil ich hier gerade diese wunderschön gemähte Wiese gefunden habe. Wobei ich mich immer noch frage, warum die so gemäht ist. Ich hoffe, das ist kein Friedhof, so wie ich immer das Glück habe. Habe ich jetzt mal mein Zelt komplett ausgebreitet, weil es einfach angenehmer ist, wenn es dann komplett trocken ist. Listen to what I say. In your life expect some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Be happy now. Don't worry. Da ist man gerade mal so eine Runde am Schmollen und dann... Don't worry, be happy. Ja, da will man nicht mehr schmollen. Don't worry. Ich höre heute auf, weiter zu laufen, weil es eh nur noch laufen ist. Ich habe hier gerade so eine schöne Fläche gefunden, die richtig schön rasiert, gemäht ist. Genau. Aber auf jeden Fall das Haus werde ich mit Sicherheit heute nicht mehr erreichen. Die Sonne sagt mir, dass wir mittlerweile schon so, keine Ahnung, kurz nach 9, kurz vor 10 haben. Also ich habe genug Essen dabei. Vollkommen, trinken auch. Der Weg heute war zu 80% nur Laufen. Deswegen mach dich nicht verrückt. Entspann mal eine Runde. Punkt. Don't worry, be happy.
Ich habe auf jeden Fall gemerkt, Schnitzen muss ich noch üben. Aber hey, Tag 66, hi. Ja, so gut, weil ich gerade eben gemerkt habe, dass mein Wasser doch ein bisschen leer wurde. Habe ich jetzt den erstbesten Mensch hier, da hinten arbeitet er noch, direkt gefragt, hey, kannst du mir helfen? Und der natürlich, sure, natürlich, auf jeden Fall, klar, gerne. Und hat mich jetzt erstmal wieder fett eingedeckt mit Wasser. Dafür ist mein Rucksack jetzt ziemlich schwer, aber das ist mir egal, ich habe Wasser. Hey, warum ich die ganzen Seen nicht aufnehme, wie ich Leute frage, ist, ich will nicht zu den Leuten hinrennen mit einer Kamera in der Hand. Magst du mir helfen? Ich glaube, das kommt dann noch ein bisschen komischer. Deswegen habt Verständnis, dass ich viele Aktionen einfach nur erzähle und nicht aufnehme. Danke. Punkt. Ich freue mich langsam echt, wenn ich mal wieder gescheiten Asphalt unter den Füßen habe. Ich habe wie gesagt echt langsam keinen Bock mehr auf diese Wege. Ich werde hier jetzt maximal einen Tag mit mir, lass ich es mit mir machen. Also eben war es übrigens in Lankeholm. Und wenn es so weitergeht, bin ich mir eigentlich sicher, dass ich jetzt in den nächsten paar Stunden eigentlich dieses Haus erreichen sollte, wovon ich gestern erzählt habe. Geiler Asphalt! Ja! Ich hab keinen Bock zu laufen. Nee. Das hat mir gestern den ganzen Tag zerstört und wenn es heute noch den ganzen Tag so weitergeht, nee. Ich will wieder auf Asphalt. Weil auch wenn ich meinen so geliebten Radweg jetzt verlasse, ist das einfach viel schöner als durch den Wald zu kraxeln und sich zu denken, ich will Asphalt. Da muss ich rübergehen. Geil. Ja, voll ulkig, wenn man da so rüberläuft und sich nicht festhält, dann spielen die Augen einen so ein bisschen einen kleinen Streich, weil sich das Wasser da unten runter bewegt. Hat man echt das Gefühl, dass die Brücke gerade so nach drüben schwebt. Und man das Gleichgewicht probiert es halt auszupendeln, aber es passiert nichts. Und deswegen kippt man dann halt auf die Seite um. Fühlt sich voll witzig an. Sand. Ja, ich weiß, Sand. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Oh Mann. Hier an irgendeiner Fußgängerbrücke soll jetzt dieses Haus sein, von dem ich dir den letzten Tag erzählt habe. Okay, also Fußgängerbrücke gefunden. Mal schauen. Ja, Tatsache. Bla 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 bla. Ist hier der Schlüssel? Und ich kann hier jetzt einfach aufschließen. Schlüssel wieder reintun. Wie cool. Oh, hier hätte ich echt gerne Nacht geschlafen. Wie cool. Oh. Aber wie geil. Betten. Eine Küche. Hunger auf Süßigkeiten. Oh, wie sehr ich das bereue, dass ich da gestern nicht... Ja, okay, es hätte ich trotzdem nicht erreicht. Oh,
Alles voller Betten, sogar ein Doppelbett. Und ich habe hier Strom, ich kann mein Zeug endlich wieder aufladen, weil meine meine Powerbank, die zeigt nur noch 2 von 4 Balken an. Sogar im Putzraum. Und sogar ein Raum mit Paddel. Hallo Oma. Ach, Sascha. Hi, hi. Nein. Falls ich jetzt echt in der Nähe nochmal irgendeinen Supermarkt finden sollte, was ich eher ein bisschen bezweifle, werde ich hier wieder zurück machen und werde eine Nacht in einem schwedischen Haus schlafen. Weil darauf hätte ich nämlich mega Bock. Aber das absolut Geilste an der Geschichte mit dem Stromaufladen ist, ich habe jetzt wieder Musik. Ich habe mich die letzten Tage immer ein bisschen gescheut, wegen Akkusparerei Musik zu hören. Aber Musik ist so ein geiler Luxus. Deswegen, ja, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Aber nach 10 Metern Asphalt gibt es wieder erstmal so einen Scheißweg. Und weil ich da hinten gerade sehe, dass da die Welt untergeht, ich hoffe, dass die Welt nicht hierher untergeht. Aber erstmal muss ich hier die Autobahn überqueren, in der Hoffnung, dass ich nicht sterbe. Der Regen, Mann! Yes! Oh Mann! Kein gescheiterer Boden, keine gescheitere Wetter. Ah! Ja! Wo soll da unten bitte für einen Parkplatz sein? Also ich park da nicht. Ne. Ja, ich habe gerade keine Zeit, irgendwas zu labern. Oh mein Gott. Egal. Ich habe den Supermarkt erreicht. Oh, saugut bis 20 Uhr. Wir haben jetzt 1946. Bin ich froh, dass ich mich so beeilt habe. Oh. Lachs gibt es heute Abend zum Abendessen. Popcorn, Gummibärchen, Tomaten und Brot, so wie immer. Gute Nacht. Also manchmal hasse ich mich für meine Ideen, aber ja. Oh Mann! Tag 7! Ey, ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, wie froh ich gerade bin, seit Stunden nur Asphalt unter den Füßen zu haben. Ich mach nichts und ich komm voran. Ja, bitte lieber Herrgott, gib mir Asphalt. Danke. Ey, ich habe total die komplizierten Schwestern. Ich habe ja 3 davon. Und ich hatte vor, den hier aus Schweden was typisch Schwedisches zu schicken. Ich hatte vor, den Snoof zu schicken. Das ist dieser, so ähnlich wie Kautabak, aber in so kleinen Teebeutelchen. Auf jeden Fall habe ich dann halt meinen Schwestern geschrieben, hey, was ist denn eure Lieblingsgeschmackrichtung zu jeder einzelnen? Also ich wollte spezielle Geschmacksrichtungen. Die eine sagt süß-sauer, okay, kann man ja noch was mit anfangen. Die andere schreibt weiß. Die andere schreibt Essen. Ah! Ja! Oh mein Gott! Okay. Ja! Ist zu warm. Bobo!
Ein Tageslilie. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich finde das Schild voll süß. Ey, die Dinger schmecken so geil. Lakritz mit Minze. Boah. Also wir haben jetzt 18:38 Uhr und ich finde es immer wieder verblüffend. Auf manchen Straßen in Schweden ist nichts los. Gar nichts. Gut, so habe ich meine Ruhe zum Rollen. Ruhe vorbei. Wir haben jetzt 8 Uhr. Eigentlich wollte ich noch ewig lang weiterreisen heute, aber dann habe ich diesen Platz hier gefunden. Und auch wenn ich die Befürchtung habe, dass es morgen regnen wird und ich dann wieder lange laufen darf, und heute könnte ich die Strecke fahren, aber den Platz lasse ich mir nicht entgehen. Ich habe heute schon genug getan. Das mache ich jetzt auch. Ja, hier so, Holland, genau. Ich habe übrigens letzte Nacht, irgendwann mal bin ich ausgerastet, wegen den ganzen fucking Schnaken, die ganze Zeit 3, 4 Stück. Deswegen habe ich jetzt einfach mein Zelt hier drin aufgebaut. Wieso? Diese Löcher, ey. Loch. Aber erst noch mit Pause gemacht mit Käse aus Holland und Baguette aus Schweden. Ja. Ich buchstabier's dir mal, okay? F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich, haben wir mal Spaß. Und friedlich und freundschaftlich. F steht für Feuer, das wütet und lodert. U steht für unfairen Kampf. N steht für nukleares... Endlich! Supermarkt fressen, weiterfahren. Aber ich schnufe... Das ist doch völlig idiotisch. 1000 tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Das habe ich schon öfter gehört, das Phänomen. Irgendwann fängt man an, mit sich selber zu reden. Scheiß drauf, ich bin in Les Beaux. Nein, das ist aber echt voll schlimm. Ich rede den halben Tag mit mir selber, aber irgendeine Scheiße vervollständige meine eigenen genannten Sätze. Also ich rede in schizophrener Art und Weise. Nein, eigentlich nicht unbedingt. Doch, guck, da fängt schon wieder an. Ich bin froh, meine Freunde bald wiederzusehen. Die sind meine Laberei mittlerweile schon gewöhnt, schon seit Jahrzehnten also. Ich bin hier heute Morgen kurz hinter Ruda gestartet, dann weiter nach Lenhovda. Jetzt bin ich in Les Beaux. Habe auch nochmal hier weiterhin eingezeichnet, was ich überhaupt bis jetzt so gefahren bin. Zeichne ich immer wieder schön nach. Das ist noch Deutschland. Hier unten irgendwo wohne ich. Zack, 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 bin ich hier hochgefahren. Hier über Dänemark, bla bla bla, nach Schweden und halt jetzt nach Stockholm und halt jetzt wieder zurück. Habe jetzt hier für die Strecke hier 10 Tage gebraucht. Ich bin jetzt vor 10 Tagen in Stockholm losgefahren. Dann habe ich noch wunderschöne 22 Tage lang Zeit in Deutschland, um wieder zurückzufahren. Dann noch zu dem Platz hier, weil ich ja hier gerade in einem Badeparadies bin. Ich drehe mir die Kamera. Da hinten irgendwo, da gibt es eine Dusche. Das ist ein riesengroßer Vorteil für mich, weil dann kann ich morgen früh dann erstmal duschen. Gute Nacht, bis morgen. Oh mein Gott, ich werde das. Oh, wie ekelhaft. Die Kamera.